knapp über 100.000 € mit einer Wohnfläche von Knapp 50 Quadratmetern. Ja, das Modell heißt Luxemburg und hatte riesige Fenster. Ist es wintertauglich? Das ist auch im Winter bewohnbar, ja. Das sieht man, es ist ein Ofen mit dabei. Du hast eben noch gefragt, soll der Ofen an sein? Habe ich gesagt, ist diesmal nicht so schlimm. Aber der Ofen, der steht genau an der richtigen Stelle, kann das ganze Haus beheizen, oder? Richtig, das wird richtig schön warm da drin dann. Komm, wir gucken mal gerade. Hier haben wir auch die gleiche Stahlunterkonstruktion, die mit dabei ist. Punktfundamente halten das Ganze da. Man kann es noch mal bewegen, wenn es irgendwo stand? Das geht, ja. Das geht. Das kommt in einem Stück? Das kommt in einem Stück. Das wird auf einem Tieflader per Schwertransport transportiert und kommt dann so, wie es ist. Breite von dem Haus? Hier haben wir 5 Meter Breite von dem Haus. Das ist aber schon ein Schwertransport, Das ist schon auch äußerst, ja. Also das heißt, wir sprechen hier über zwischen 10.000 und 12.000 € Transport? Ja, genau. So, und hier sieht man das an der Seite. Riesige Fensterelemente mit drin. Und das Haus, so oder so ähnlich, wurde schon unglaublich oft gebaut. Das heißt, das ist jetzt kein neues Projekt, was ihr irgendwie angepackt habt, sondern das steht so oder so ähnlich schon wirklich hunderte Male, oder? Das steht schon ein paar Mal bei unseren Kunden auch, ja. So, die Leute sind recht happy. Hier hat man Platz. Das ist ja mal sinnvoll genutzt hier unten, der Stauraum, oder? Ja, so hat man direkt ein Örtchen für das Holz, was man dann direkt zum Verheizen nehmen kann. So, außen viel Alu, muss man sagen. Das heißt, man hat sehr, sehr absolut beständige, ich sag mal, Dinge, die man nicht so stark pflegen muss, oder? Genau, das sind hier Sandwich-Paneele. Die sind natürlich sehr pflegeleicht, weil die so nicht so viel Pflegebedarf wie Holz. Und eine Dämmfunktion auch noch Genau. haben, ne? Ja, absolut. Sandwich-Paneele, die dämmen auch gleichzeitig. Sandwich, ich liebe ja Sandwich, muss ich sagen, aber die Holzhäuser haben mir auch gut gefallen, ja. Sandwich-Paneele übrigens, in der Mitte meistens PU-Schaum, außen Alu, nehme ich an. Innen drin werden wir gleich mal sehen. Das Ganze habt ihr aber noch mal so aufgewertet mit Holz, dass also die Optik wirklich die Leute flasht, oder, wenn die davor stehen? Genau, also viele mögen den Mix von diesem modernen und trotzdem rustikalen und das haben wir damit ganz gut erreicht, glaube ich. Gibt es Leute, die hier drin wohnen, richtig fest? Ja. So, und dann zeige ich es mal gerade, das ist die eine Ecke und ihr kriegt bei mir auch immer die Rückseite zu sehen. Das wollen die zwar nicht, aber ich sage mal, warum nicht mal zeigen? Und hier sieht man das Ganze, also viel Holz kann man lagern. Wenn ihr mal kurz mit mir mitkommt, ich brauche euch mal gerade. Wenn ich das jetzt plane und will das irgendwo hinstellen, dann kann der Kunde selber wählen, ob er die Südseite, wo er das gerne hätte oder wie? Genau, richtig. Also das kann er drehen und wenden, wie er möchte. Das sagt das Bauamt jetzt nicht, wie das stehen muss, oder? Es macht ja einfach Sinn, wenn man die Fensterfront zur Sonne hingewandten Seite hat, einfach um das auch schönstmöglich zu nutzen. Da ist das Bauamt dann natürlich auch immer recht freundlich. 16. Dezember und guckt mal an, da vorne ist das Schild Grönland. Und was da oben drauf liegt, das ist kein Schnee für irgendein Theater, sondern das ist echter Schnee. Es hat geschneit heute Nacht, oder? Ja, das ist richtig echter Schnee, das stimmt, auch hier oben im Norden. So, denn das ist eher selten gewesen. Das letzte Jahr gab es ja gar keinen Schnee, oder? Wenig. Ich glaube nur 1-2 Tage und dann war es das mit Winter. Warte, ich muss mal ganz kurz irgendwie hoch, dass ich einmal gerade die Ecke komplett drauf kriege. Also dann habe ich es komplett. Okay. Komm, wir gehen mal gerade drum rum. Das ist die Stromanspeisung. Richtig, genau. Da kann man es ganz gut sehen, wie das Haus dann letztendlich an den Starkstrom angeschlossen wird. Wenn ich keinen Starkstrom habe, wie in Frankreich zum Beispiel, da gibt es nur eine Phase. Das geht auch? Das können wir dann auch dementsprechend aufteilen und ausrüsten, genau. Okay, hier vorne bin ich drin. Das ist jetzt optional, der Ofen, oder ist der dabei? Nee, der ist nicht standardmäßig mit dabei. Den kann der Kunde sich dann letztendlich aussuchen und von einem Fachmann montieren lassen. Schon ein ziemlicher Trümmer. Aber wenn wir gleich reingehen, drinnen, du hast richtig viel Raum, oder? Das ist sehr, sehr großzügig, ja. Bin mal echt gespannt, weil das sieht von außen schon groß aus und ganz ehrlich, es macht auch optisch richtig was her, weil ich kann mir vorstellen, wenn das in einem Baugebiet steht und ihr habt ja oft so praktisch Strukturen, wo ihr 3, 4, 5 Häuser nebeneinander stellt, selbst die Grundstücke sucht, kann man sich da bewerben auf praktisch ein Projekt, was ihr habt? Ja, kann man. Aber schwierig? Schwierig, genau. Warum? Also ja, weil wir einfach die Nachfrage einfach viel zu groß ist und wir können natürlich auch nicht jeden Menschen glücklich machen, aber wir geben unser Bestes. Was, ihr könnt nicht jeden glücklich machen? Nein. Ich Wir haben sehr viele Kunden, die gerne bei uns das Häuschen kaufen wollen, aber nicht das entsprechende Grundstück haben. Deswegen ist es natürlich immer sehr kompliziert, auch so ein Grundstück zu finden. Das dauert teilweise Jahre, bis wir dann so weit sind, bis wir das erschlossen haben, bis wir die Baugenehmigung haben. Aber wir freuen uns natürlich über jeden Kunden, der uns einfach mal auch eine E-Mail schreibt und sagt, ich bin interessiert und vielleicht können wir das ja tatsächlich mit aufnehmen dann in die nächste Planung. Ja, das Coole ist dabei, ihr habt ein riesiges Team. Wenn ich jetzt eine Anfrage mache, checkt ihr erstmal, bevor ich hier Geld bezahle, ob das überhaupt möglich ist. Zahle ich dafür schon was?
Das machen wir meistens so, weil das auf einen kurzen Dienstweg geht. Das heißt, ihr könnt checken zum Beispiel, geht das überhaupt in der Gemeinde? Wie ist da der entsprechende Bebauungsplan? Wenn ich jetzt hier sage 108.000 €, ihr habt so einen Plan, wo alle Kosten nochmal dabei stehen. Das hier ist jetzt praktisch ein Mobilheim. Wie wird denn das versteuert? Jetzt gibt es ja die ganz neue Regelung ab Februar, wo irgendwelche Baugrundstücke neu festgelegt werden. Das ist nicht so klar, Nein, oder? das ist noch nicht überhaupt, dafür gibt es einfach noch keine Regelung. Ja. Deswegen wird es ganz normal versteuert. Der Kunde kauft es bei uns normal mit einer Mehrwertsteuer ein. Es sei denn, er nutzt es gewerblich, dann kann er das natürlich ohne die Mehrwertsteuer einkaufen. Ja. Aber Gut, komm, wir gehen mal rein. Ich bin echt gespannt. Ist hier warm drin? Das ist warm da drin, ja. Haben wir auch ein bisschen eingeheizt. Habt ihr eingeheizt? So, wir sind bei der Vital Camp GmbH, 16. Dezember 2022. Es ist ein Freitag. Und wenn ich jetzt nur hier reingucke, guck mal die Geräumigkeit, wie schön das hier gemacht ist. Der Durchgang hier ungefähr 1,30 Meter, schätze ich mal. Doch, großzügig auf jeden Fall kann man ruhig gut durchlaufen. Großzügig. Auch die Türen, das, was mir direkt auffällt, jetzt nicht so günstig, sondern alles wie zu Hause, oder? So ein bisschen. Ja, der Kunde soll sich ja auch wie zu Hause fühlen. Das ist dann ja auch wichtig, wie es alles aussieht. Sag mal, du kommst hier rein, du hast eine richtige Energie. Ihr dürft die Jacken ruhig ausziehen. Ja. Weil ihr habt zu mir gesagt, ja, können wir die Jacken ausziehen, sonst es wirkt immer so kalt, weil hier ist richtig warm drin. Luxemburg, 108.000 €. Das sieht aus wie bei Ikea, so ein Preisschild, ja, 108.000. Aber aber ohne Witz, wer sich auskennt, da ist die Küche dabei? Die Küche ist komplett dabei, die ganzen Elektrogeräte. Also alles, was du hier siehst, alles, was fest verbaut ist, außer dem Ofen, ist komplett in dem Preis inklusive. Krass. Ja. Wie kriege ich die Sonne raus? Ein bisschen. Ja, Vorhänge? du siehst hier unsere schönen Vorhänge. Oh, wenn du die mal gerade ein bisschen zuziehst, weil ich habe ein bisschen Probleme, die tolle Küche zu filmen. Mach sie mal ganz zu, dass wir das mal gerade zeigen. Jetzt kann ich es viel besser filmen. Die Küche selber hat eine ordentliche Qualität. Also alles, was sie einbaut, ist jetzt keine Massenware, sondern das multipliziert sich ja anschließend bei Google, oder? Richtig, absolut. Wir haben hier auch Zanussi-Geräte zum Beispiel verbaut aus Italien. Und ansonsten die Küche, der Kunde kann sich die Küchen aussuchen, die Farben aussuchen. Und du siehst ja, das ist ja eine Designküche. Und auch dazu gehört natürlich auch so ein Designofen. Der ist total schick. Wenn ich ihn haben will, ich kann den bei euch kriegen? Ja, den kannst du bei uns kriegen. Und das Highlight an dem Ofen ist, das ist sowohl ein Holzofen als auch ein Pelletofen. Also beides, man kann es sozusagen nutzen, wie man möchte. Von Max Planck, genau, richtig. Das ist auch ein sehr hochwertiger Hersteller, denn wir sagen, wenn man schon so ein hochwertiges Haus kauft, dann sollte man natürlich an so einem Ofen auch nicht sparen. Also Pellet und Holz. Das heißt, ich habe trotzdem Feuerschein. Genau. Das ist ja das Problem bei Pellet. Ich habe keinen Feuerschein und hier kann ich normales Scheitholz verwenden. Richtig, genau. Du kannst entscheiden, ob du es mit Pellets oder mit Holz heizen möchtest. So, hier die Geräte, die Küche, ganz wichtig, offene Bauweise, das kennt man ja. Du liebst Amerika. Ja. Das hier ist so ein bisschen, das hier hat ja nichts zu tun mit diesem Mythos, wenn ich in so ein Haus ziehe, dann kann ich mir was anderes nicht leisten. Das ist ja oft, wird so praktisch Hartz-IV-Häuser für Leute, die und so weiter. Das hat nichts damit zu tun. Habt ihr das hier, dass Leute kommen und sagen, oh, ich kann mir das gerade so... Nee, also unsere Kunden kommen tatsächlich hier, weil sie das ja als klares Ziel haben. Also weniger ist mehr, oder? Richtig, die wollen sich bewusst minimieren mit dem, was sie haben, mit dem Besitz, ja. Was ich toll finde, ist, dass hier könntest du auch in einem Bundesland hinstellen, was dir gefällt. So als Zweitwohnsitz, wo du mal sagst, so 3, 4, 5 Monate bin ich hier, oder? Ja, haben wir ganz oft. Also die Hälfte unserer Kunden sind tatsächlich Menschen aus der Großstadt, die sagen, ich arbeite in der Woche in der Großstadt und habe am Wochenende mir ein schönes Wochenendgrundstück geholt, wo ich das Tiny House hinstelle. Am Wasser oder am See. Dieses Haus ist dafür prädestiniert. Du, wir haben gerade minus irgendwie so um die 0 Grad, so, ne? Minus 3, 4, 5 Grad hier drin. Ist so mollig, dass ich mich am liebsten mal kurz da hinsetzen würde, dass man das mal sieht, wie es ist. Wenn du gerade noch mal kurz aufmachst, sei so nett. So, da ist ein Schiebeelement drin, das geht leicht zu öffnen. Genau, also das ist einfach so. Sehr massiv, aber dennoch sehr leicht zu öffnen. Auch. Und dann Ja, haben wir wirklich eine große Durchgangsbreite. Ihr habt mir erzählt, im Sommer ist hier die Hölle los. Also da kommen die Leute viel mehr. Morgen ist großer Schautag, einmal im Monat. Genau, einmal im Monat samstags machen wir Schautag, wo dann wirklich auch jeder vorbeikommen kann. Das heißt, man darf sonst nicht kommen, oder wie? Dürfen wir auch sonst sehr gerne kommen unter der Woche, aber gerne auch mit Termin. Aber wir sind auch unter der Woche immer da. Okay. Das heißt, also ruhig mal anrufen, am besten vorher ankündigen. Da steht auf der Webseite Schautage und so? Richtig, das ist alles bei uns auf der Website notiert, ja. So, hier ist der Fernsehanschluss.
Da sind auch richtige Schuko-Steckdosen, das ganze Elektrik wie zu Hause. Dann hier ist die Heizungssteuerung hier. Genau. Genau, das ist das Panel, was dann die Infrarotheizkörper, die haben wir hier an der Decke, steuert. Da kann man das ganz genau einstellen. Und das Highlight, nochmal ganz kurz. Das Highlight, ich komme. Das sind Akustikpaneele. Ja. Akustikpaneele sind dafür da, dass das nicht so schallt. Und es sieht auch gleichzeitig auch schön und gemütlich aus. Boah. Die haben wir teilweise im Haus verbaut. Und dann hat man diese moderne Optik und gleichzeitig auch einen Nutzen. Warte, ich stelle mich mal ganz in die Ecke und schieße mal gerade in den Raum. Denn wenn ihr mal gerade so nett seid, irgendwie vielleicht mal nach links geht. Ich weiß, ihr seid total schön für das Bild, aber ich bräuchte euch mal ohne. Ich bin so weitwinklig, du bist auch noch drauf. Ja. Ja, genau, da in die Ecke, jetzt bist du weg. Jetzt werden alle schimpfen und sagen, was sagst du zu den Frauen? Aber jetzt habt ihr mal so einen Eindruck, wie groß das hier ist. Und das ist wirklich, ich glaube, die Leute stehen hier drin. Man muss hierher kommen und muss das live erleben. Ja. Das beste Video der Welt kann das nicht darstellen, oder? Nein, das kann nichts einfangen, nur das wahre, echte Auge. Boah, ist das schick. Und das ist noch lange nicht alles. Ich habe es schon befürchtet. Denn es geht ein gutes Stück weiter nach hinten durch. Ist das hier ein Haus, was ihr oft verkauft? Ja. Eigentlich? Ja. Absolut, weil es halt auch 2 Schlafräume hat. Aber das wirst du sicherlich gleich zeigen. Und weil es halt auch diese moderne Optik hat. Okay, bitte mal öffnen. Architektentüren. Etwas höher wie normal. Wichtig und auch breiter, ganz wichtig. Ne? Anzahl der Bäder, wie viel haben wir? Wie bitte? Anzahl der Bäder? Ein Bad. Ein Bad. Ja, was dafür nur ein aber Bad? 2 Schlafräume. Okay, ich lasse das mal gelten. So, hier vorne moderne Badmöbel mit dabei. Ein Spiegel mit dabei. So eine Marmoroptik. Das links weiß, alles sehr clean. Eine Echtglastür, das fällt mir schon direkt auf. Ja. Heißt auch leicht zu reinigen. Rohrarmaturen. Ja. Okay. Gut, die kosten ja nicht die Welt, aber es geht immer noch billiger, sage ich. Also, du hast eben gesagt, wer billig kauft, kauft zweimal. Und das ist auch, glaube ich, das, wo die Leute gucken. Also es sind die Kleinigkeiten, oder? Wie ist das Ganze? Das ist Zielgruppe, ne? Ja. Das ist wirklich, wo die Menschen sagen, okay, ich will nur einmal bezahlen und will auch keinen Stress danach mehr. Das Dach, ist das dicht? Ja, Ja. davon gehe ich aus. Wir haben eine Dreifachbetonung oben hier. Das ist ein Flachdach mit einem kleinen Gefälle von 2 Grad. Also das ist Fließt alles ab. kein Problem. Okay, fließt ab. Weil die Leute immer kommen, die suchen ja immer den Haken. Und dann ist hier, Ja, da werden jetzt die Leute sagen... Das ist normal, darauf sind wir eingestellt. Und da können wir gerne auch eine Beratung leisten, sodass der Kunde sich wohlfühlt. Und er kann uns auch gerne andere Fragen stellen. Du hast gesagt, 2 Schlafzimmer? Hast du gesagt? Genau, das ist das Hauptschlafzimmer. Aber du hast noch eins vergessen. Ja, ich weiß. Ich vermute schon wo. So, und das heißt, du hast ein Schlafzimmer hier drin. Hier hast du einen großen Kleiderschrank. Ja. Wenn du mal gerade so lieb bist, den mal aufmachst, dass wir da mal reinschauen. Ein fast begehbarer Kleiderschrank. In der Ecke ist die Elektrik. Die Einspeisung haben wir ja schon gesehen da drunter. Genau. So, dann hast du aber auch hier wirklich viel Platz, eine ganz hohe Stehhöhe. Ich glaube, das ist ganz wichtig den Leuten, dass die nicht so praktisch erdrückt werden von der Wand, sondern hier hast du mehr Stehhöhe als in manchem Haus. Ja. Oh ja. Und dann das große Bett mit dabei. Das Bett ist dabei? Ja. Ja. Bett ist dabei, der Schrank ist dabei hinter dir. Die Paneele sind dabei. Nein, das haben wir jetzt nur so als Highlight eingebaut, damit man dem Kunden auch zeigen kann, dass er auch von alleine auch einiges auch an diese Wände auch drauf machen kann. Und diese Akustikpaneele, wie gesagt, dadurch, dass der Raum ja relativ groß und hoch ist, kann es auch mal laut werden. Und diese Akustikpaneele, die sorgen dafür, dass man sowohl diesen optischen Effekt hat, als auch diesen Schallschutzeffekt hat. Aber auch hier gilt, wenn einer sagt, hätte ich gerne, ihr könnt die Quellen nennen, wo ihr die her habt und so weiter. Absolut. Der Kunde kann das ja selber anbringen. Ja. Das Finishing ist da. Hier ist noch ein Schrank. Das ist ganz wichtig. Viele Leute sagen, viel zu wenig Schränke. Ihr habt dafür eine ganz pragmatische Lösung. A, habt ihr viele Schränke und B, habt ihr sogenannte Servicehäuser, die sehr günstig sind, die der Kunde dazu erwerben kann, die in den meisten Bundesländern verfahrensfrei einfach hingestellt werden können. Genau. Das sind so kleine Häuschen. Ja. Richtig, alles was unter 30 Kubikmeter ist, kann man ohne Genehmigung aufstellen und es ist voll isoliert. Das heißt, wenn der Kunde sagt, ich habe aber doch noch 2, 3 Sachen und ich habe noch ein Fahrrad und ich möchte gerne meine Waschmaschine auslagern, dann kann er das in unseren Häusern machen. Das können wir uns gleich mal anschauen, denn das ist da. Und hier ist noch ein Schlafzimmer, es hat aber kein Fenster. Doch, Das hat auch ein Fenster. hat auch ein Fenster.
So, jetzt muss ich ja mal schwer überlegen. Da steht jetzt nur kein Bett drin. Genau, also wir haben jetzt die Betten hier nicht reingestellt, aber theoretisch gehören hier 2 kleine Betten hin oder man kann auch ein Stockbett hinstellen, wenn man jetzt Kinder hat oder als Gästezimmer zu nutzen. Man könnte aber auch eine Schlafcouch hinstellen. Oder eine Schlafcouch, genau. Ja, das wäre von der Raumausnutzung her perfekt. Die Bilder, die hast du ausgewählt? Natürlich. So, das Design auch von dir teilweise? Das Teilweise heißt, schon, ja, genau. Wobei in diesem Haus haben mehrere Leute mitgewirkt. In den meisten Häusern habe ich das gemacht. so, ihr müsst ja stilsicher sein. Das heißt, es muss einem Großteil von Menschen gefallen. Die Farben und so weiter, das sind ja jetzt im Moment Trendfarben, die wirklich gut kommen. Das Ganze kann in 5 Jahren ganz anders aussehen, oder? Ja, dann ändern wir unsere Politik und dann machen wir andere Farben. Okay, so, das ist die Heizungssteuerung. Also dieser Raum kann vielseitig als Büro fürs Homeoffice oder als Kinderzimmer mit einem Etagenbett genutzt werden. Oder es könnte zum Beispiel ein Hauswirtschaftsraum sein, den ich immer brauche, weil ich liebe Bügeln. Nee, stimmt nicht, aber... Nee, stimmt nicht. Cool. Also wir schauen uns jetzt mal gerade mal so ein Fenster an. Da oben, das ist eine entsprechende Belüftung, oder? Das ist eine Zwangsbelüftung, genau, weil wir ja auch oft Kunden haben, die sagen, ich bin jetzt 2-3 Wochen nicht da oder nutze das als Ferienhaus. Dann kann man diese Funktion sehr gut nutzen und dann muss auch nicht extra ein Hausmeister kommen, der das Haus belüftet, sondern das Haus funktioniert von alleine und die Belüftung funktioniert auch in dem Falle von alleine. Oder im Sommer, wenn es dann richtig heiß ist, dann freut man sich bei den starren Elementen gerade hier, dass man diese Belüftung sozusagen hat. Okay, verstanden. So, das Ganze kann ich auch schließen. Ist hier auch eine Klimaanlage verbaut auf Wunsch? Nein, ist es nicht, aber der Kunde kann sich das natürlich nachträglich auch verbauen lassen. Direkt mit einer Wärmepumpe sogar mit eingebaut, das heißt, er kann darüber auch heizen. Komm, wir schauen uns mal so ein Häuschen an, so ein kleines, denn das bietet ihr gleich mit an. Das ist jetzt nicht gedacht, dass die Schwiegermutter daran schläft, sondern ginge auch. Ja, wer weiß. Ah, nee, geht nicht. Die muss sehr kurz sein. Die sind abgeschlossen. Ne? Ist zu. Okay, dann gehen wir mal nach vorne. Da haben wir auch. Zeig mal. Die nutzen wir momentan. Das hast du nur gemacht, damit ich hier das ganze Gelände mal zeige, gell? Genau, damit du schon, wenn du schon hier bist, dann müssen wir das natürlich ausnutzen. Oh, das ist ein schönes Gelände, das gefällt mir richtig gut. Das ist ein praktisch Industriegebiet gegenüber das DHL. Aber wenn du hier bist, du vergisst komplett, dass du im Industriegebiet bist. Oder? Genau. War natürlich auch sehr aufwendig und nicht einfach, aber wenn der Kunde wirklich hier ist, dann schaltet er ab und dann hat er auch das Gefühl, wirklich woanders zu sein. So, da vorne ist ein Zugfahrzeug, 3,5 Tonnen darf er. Genau. Ein Ranger. Richtig, ein Ranger, genau. Und hier, schau mal, das ist unser Lieblingshaus. Warte, ich zeig's mal gerade komplett, dass wir das sehen. Das ist klein, aber fein. Genau. Mit der Valeria davor. Und, oh, ist das schick. Boah. Da wolltest du es aber wissen, oder? Genau, wir haben es momentan umgebaut, damit man hier einen schönen Glühwein genießen kann. Aber hier siehst du, auch das ist komplett aus Holz, winterfest. Das heißt, du kannst hier deine Sachen lagern und vielleicht doch die Schwiegermutter auslagern, wer weiß. Ja, die könnt da schlafen, einmal quer. Genau. Das ist ja cool. Wenn ihr mal kurz reinkommt, komm mal rein. Das wäre jetzt so ein Haus, das kann man als Stauraum verwenden. Preis von sowas ungefähr? Was kostet Wir sowas? liegen hier bei 14.500 € Fix und fertig. Fix und fertig. So, und wer jetzt schimpft, der soll erstmal einen selber bauen, weil das hier hat nichts zu tun mit einem Gartenhäuschen, die sind voll isoliert. Genau, wir haben von außen sibirische Lärche, von innen Fichte, Tanne aus Finnland. Wir haben eine Doppelverglasung. Der Fußboden, der extra verstärkt ist. Das heißt, dieses Haus wird auch immer passend zu dem anderen Haus gebaut und du kannst dir die Fassade aussuchen, so dass du sozusagen das Ganze stimmig auf dem Grundstück hast und kannst es nutzen. Alles aus einer Hand. Das ist praktisch ein Ensemble, wenn man so will. Genau, das könnte man machen. Ja, ich bin vollkommen hin und weg. Und es gibt ja auch viele Leute, die sagen, hey, ich habe gar keinen Bock mehr jetzt im Baumarkt zu fahren, dann mich darum zu ärgern, dann passt das nicht, dann und so weiter. Ihr liefert das auf Wunsch fix und fertig. Ich kann es auch nachbestellen, oder? Das du kannst es nachbestellen, genau. Der Vorteil ist im Bauhaus, du bekommst ja nichts Isoliertes. Ne? Und hier haben wir wirklich diese Isolierung und das ist das Schöne. So, das Schlimme ist dabei, die kleinen Häuschen sind eigentlich am teuersten, wenn man das sieht pro Quadratmeter. Oder? Absolut, weil der Aufwand ist der gleiche. Auf Gleiche Dach. Ist das gleiche Dach, alles gleich. Aber der Aufwand, der ist immer der gleiche, ob ein kleines oder ein großes Haus. So, ich zeige es mal gerade von der Seite. Da ist auch eine Regenrinne dabei. Also das heißt, ihr baut die kleinen genauso wie die großen. So, das muss man wissen. Auch hier die Stahlunterkonstruktion ist auch drauf. Du kannst es mit einem Gabelstapler greifen, das heißt, du kannst es auch selber transportieren. Es ist unter 3 Meter, das heißt, wir sind hier bei 2,50 Meter. Das heißt, ich könnte dir das auf dem Anhänger,
vorbeibringen und wieder abholen. Das passt leider nicht auf deinen Ranger hinten drauf, Nein, aber leider nicht. fast. Ja, Aber wir auf sind den Anhänger. bei der Firma Camp Vital GmbH. Wir haben ganz viele Häuser, genau wie Vital Camp GmbH. Ich kenne schon fast den Namen des Kunden, wo ich hier gerade filme. Und das Coole ist dabei, ihr habt richtig viele Häuser. Jetzt kommt es aber noch besser. In Hessen habt ihr noch mehr. Da haben wir noch mehr, da haben wir noch weitere Modelle stehen. Ich komme vorbei, ich werde das Gerne. machen. Ihr seid so nett. Ich Fotos. werde dich dort wahrscheinlich sehen dann später. Auf jeden Fall. So, du bist nämlich am Pendeln, du hast dir ein Wohnmobil gebaut, du bist Kitesurferin. Du nutzt das im Moment, ist mit Kitesurfen nicht so gut, oder? Nee, das ist ein bisschen kalt. Also es gibt Jungs, die machen das tatsächlich, aber da bin ich raus. Das mache ich dann lieber im Sommer. Das machst du. Also das hier mal gezeigt, das ist das Modell Elsass, glaube ich. Genau. Ui, gut. So, ich kenne die schon alle. Das hier ist nix sagen. Österreich? Der hast du mir vorgesagt, ja. Da hinten, das könnte Grönland sein. Genau, richtig. Hab ich gesehen. Grönland, ja, sehr gut, gute Augen. Ohne Brille ging. Und das hier ist, ja, das war Elsass und das hier war Luxemburg. Luxemburg. Und jetzt zeigen wir gleich im nächsten Video. Das wird ziemlich cool. Vital Camp GmbH. Passt auf, es gibt einen Campingplatz, der genauso heißt, der witzigerweise vom Google-Ranking noch einen Ticken vor euch ist. Ja, habe ich ist je nach Leider ein bisschen länger, deswegen. Oder was heißt leider? Ich gönne denen das natürlich. Aber dadurch, dass es die etwas länger auf dem Markt gibt, sind die auch schneller zu finden. So, und hier sehen wir das. Also das ist das Hausname. Das ist unser Chalet Rügen. Rügen. Ja. So, bis gleich. Bleibt dran. Tschüss.